Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Widder. Zu der aktuellen Dekade, wir haben in der Mitte der Dekade einen interessanten Fixpunkt und das ist ein Vollmond. Am 5. Februar ist Vollmond und ja, schauen wir mal, wie diese Energien so bei dir ankommen. Eine Karte für dich, lieber Widder. Eine Karte für Widder. Hier haben wir die Weltkarte für diese Dekade. Und die Weltkarte wird oft als Symbol für Vollendung, Erfüllung und Leistung gesehen. Diese Karte repräsentiert oft ein Gefühl der Erfüllung im persönlichen und im spirituellen Leben. Diese Dekade kann eine Zeit des Feierns und der Anerkennung für die eigenen Bemühungen sowie ein Gefühl der Einheit und Verbundenheit mit der Welt um dich herum sein. Es kann auch darauf hinweisen, dass ein großer Lebenszyklus zu Ende gegangen ist und ein neues Kapitel beginnt. Die Weltkarte kann auch ein Gefühl von Harmonie, Gleichgewicht und Ordnung im eigenen Leben sowie ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit und Befriedigung suggerieren. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht, lieber Widder. Ja, du möchtest diesen erfüllten Zustand über lange Zeit hinweg aufrechtzuerhalten und machst dir viele Gedanken darum, wie du das nachhaltig stabilisieren kannst. Das, was du erreicht hast, das, was sich jetzt vervollständigt hat. Dabei bist du sehr eben auf Nachhaltigkeit, Kontinuität, Stabilität fokussiert. Das geschriebene Wort wird für dich hier sehr von Nutzen sein. Vielleicht kannst du etwas aufschreiben, was damit zu tun hat, mit dem, was du hier über einen längeren Zeitraum stabilisieren möchtest. Oder es wird notwendig sein, irgendetwas nachzulesen. Oder dich mit neuen Geschichten, mit neuen Menschen zu beschäftigen, neue Abenteuer zu beginnen. Das ist dir einfach, ja, eines dieser Sachen könnte dir eben von Nutzen sein, dein Ziel zu erreichen. Ich glaube, es ist eher was Theoretisches, also eher in diesem Bereich, dass du etwas aufschreibst und oder nachliest, ne? Diese Wechselwirkung, dich mit dem geschriebenen Wort, mit Worten im Allgemeinen, also mit jeder Art von Wort zu beschäftigen, das wird dir Erkenntnisse verschaffen. Und das ist jetzt erstmal zunächst das Ziel in dieser Dekade. Erkenntnisse und Klarsicht, dass du eine Situation verstehen lernst, dass du hier Einsichten bekommst und die Situation, in der du dich jetzt aktuell befindest, durchschauen, durchblicken kannst. Wir schauen mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun haben wirst in dieser Dekade. Ja, tatsächlich kommt hier viel Kommunikation rein. Viele neue Nachrichten, viele Ideen. Das spricht wieder darum, dass du doch dich viel mit neuen Menschen, neuen Geschichten beschäftigen könntest. Aber auch für theoretisches Wissen. Dass hier auch Informationen reinkommen, die dich überraschen, die dich inspirieren, deinen Überlegungen nochmal eine ganz andere Richtung verleihen und zu plötzlichen neuen, überraschenden Erkenntnissen führen. Vielleicht erfährst du auch etwas durch eine Kommunikation über Internet, auch eventuell, ne, Social Media
sieht man hier auch viel in dieser Karte, weil es eben für eine schnelle Kommunikation steht. Wenn jemand wenn jemand mit dir reden möchte, dann wird er das auch auf sehr plötzliche, schnelle Art und Weise tun. Das könnte halt auch sein, dass jemand auf dich zukommt und mit dir ein Gespräch führen möchte. Und du über dieses Gespräch etwas Wichtiges erfährst. Ja, aber du wirst dich im Allgemeinen sehr motiviert und inspiriert von den allgemeinen Treiben um dich herum fühlen. Das wird dich sehr motivieren, einfach auch sehr viel Hoffnung für die Zukunft geben, sehr viel Optimismus verleihen. Ich sehe hier auch, dass es dir wichtig ist, dass du jetzt richtig handelst, dass du nach deinen Werten versuchst, ein guter Mensch zu sein, nach deinen Werten lebst. Der ein oder andere könnte sich mit so einer Energie auch verlieben und dann, wenn das so ist, dann ist es wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Etwas sehr Plötzliches, also eine sehr überraschende Verliebtheit. Dass man halt hier eine neue Person kennenlernt. Für diejenigen, die sich in einer langfristigen Partnerschaft befinden, kann das auch bedeuten, dass ihr euch wieder erneut in euren Partner verlieben könntet in dieser Dekade. Vielleicht auch eben durch eine überraschende Kommunikation mit diesen oder eben Partnerinnen. In der Vergangenheit gab es eine Situation, das hat sicherlich auch mit der Sache hier zu tun, die ihr vollendet habt. Wart ihr in einer Situation, in dem ihr eine Zeit lang sehr viel Tatkraft gezeigt habt, aber dann für euch entschlossen habt bis hier und nicht weiter, oder eben eingesehen habt, dass ihr hier mit Tatkraft nicht mehr weiterkommt? Hingabe könnte das auch bedeuten, dass ihr in einer Hinsicht euch emotional auf jemanden oder eine Situation eingelassen habt, ohne dabei etwas zu erwarten, ohne etwas bestimmen zu wollen, ohne etwas forcieren zu wollen. Ihr habt euch in abwartende Bereitschaft versetzt, in Anbetracht einer gewissen Situation in der Vergangenheit, und diese Situation hat jetzt ihr Ende, diese Situation ist jetzt beendet. Aber dadurch, dass ihr hier euch gelöst habt von eurer Tatkraft und euch hingegeben habt, habt ihr einerseits diese Situation auch beenden können, diese Vollständigkeit erfahren und eben jetzt kommt etwas Neues, jetzt kommen neue Informationen dadurch auf euch zu. Neue Inspiration, neuer Mut und neue Hoffnung. Ja, aber diese Erfüllung, diese Vollendung hält noch eine Weile an und das ist euch auch bewusst. Ihr wisst einfach im Moment, ihr habt einen stabilen Untergrund und dafür seid ihr sehr dankbar und solltet dem auch sehr viel Wertschätzung zeigen. Ich sehe hier ein stabiles soziales Netz, aber auch Stabilität in den Finanzen. Oder Stabilität in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit in eurem Leben, von der ihr euch bewusst seid, dass jetzt aktuell die Situation einfach einen stabilen Unterboden hat und ihr jetzt darauf bauen könnt. Ja, aber Stabilität ist auch manchmal etwas tückisch, denn sobald sie sich einstellt, die Erfüllung, die Stabilität, die Vollständigkeit, es geht ja nicht weiter nach der Vollständigkeit. Also es gibt dann um halt weiterzumachen, muss man halt wieder sich aus dieser sicheren Situation auch ein Stück weit herausbewegen oder eine Situation wieder aufmachen, mehr Chaos zulassen. Und ich sehe hier einfach bei euch
eine gewisse Sorge im Hintergrund. So Zweifel, die an euch nagen. Deswegen seid ihr hier auch sehr bedacht darauf, diese Stabilität zu bewahren und sie zu festigen, weil ihr hier auch gleichzeitig ein bisschen Sorgen habt, dass ihr sie verlieren könnt und dass ihr in in einer gewissen Angelegenheit einen Misserfolg, ein Scheitern erfahren könntet. Das kann sich auf eine Beziehung beziehen, aber auch vielleicht auf ein Projekt. Aber es ist etwas Konkretes, also in einer konkreten Angelegenheit macht ihr euch Sorgen, dass ihr da nicht erfolgreich sein könntet. Aber das ist jetzt nur die Sorge und ich sehe hier auch, dass ihr nicht so wirklich diese Zweifel an euch ranlasst in dieser Dekade, aber so im Hintergrund bleiben diese Zweifel bestehen. Vielleicht ist dadurch auch eine gewisse Misskommunikation zu einem gewissen Menschen möglich. Vielleicht neigt ihr dazu, hier unbewusst negative Signale einen gewissen Menschen zu signalisieren. Und dadurch, ja, das könnte sein. Deswegen, aber wir schauen mal weiter. Das wird sich nämlich zeigen, inwieweit sich das auswirkt. Das kann man jetzt eigentlich noch nicht sagen. Ich kann jetzt nur sagen, dass ihr euch nicht so richtig mit diesen Zweifeln beschäftigen wollt. Und dann vielleicht auch eher so die Antwort in den nach vorne schauen sucht. Hier zeigt sich eine Prinzessin der Stäbe in eurer nahen Zukunft. Diese Karte kann auf euch verweisen, liebe Widder, oder auf eine Person in eurer Umgebung. Sehr gut könnte es sein, dass diese Karte auf euch verweist, denn hier haben wir eine Person der Stäbe, eine Person des Feuers. Und ihr seid ja auch ein Feuerzeichen. Aber natürlich könnte es auch sein, dass ihr ein anderes Feuerzeichen in eurer Umgebung habt oder eine Person, die jetzt von eurer Feuerenergie inspiriert ist und selber sehr viele Feueranteile zeigt. Die Prinzessin der Stäbe ist eher eine junge Person, eine unreife Energie, eine Person, die nach Leidenschaft und Vergnügen strebt, nach Abenteuer, nach neuer Liebe auch, ne? Nach unverbindlichen Flirts und neuen sexuellen Begegnungen manchmal auch. Ne? Also diese Person möchte sich ausdrücken, möchte Spaß haben. Und wirkt auf andere Personen auch sehr anziehend und ist auch sehr tatkräftig. Aber manchmal fehlt es ihr an Verantwortungsbewusstsein. Ne? Aber dafür kann diese Person auch kreativ sein. Ne? Kann ihren Spieltrieb, ihre Leidenschaft, ihre Tatkraft ausdrücken. Dieser Person werdet ihr bald begegnen. Und wenn diese Karte auf euch verweist, werdet ihr diese Person werdet ihr euch als diese Person selbst verwirklichen können. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Was denkt die Prinzessin der Stäbe? Die Prinzessin der Stäbe fühlt sich sehr sicher, sehr selbstsicher und wird Erfolg erleben in naher Zukunft. Also ihr könntet als Prinzessin der Stäbe erfolgreich sein und hier auch öffentliche Anerkennung bekommen, auch etwas erreichen, was euch wichtig ist, etwas, was auch materiellen Wohlstand schafft. Oder eben eine dauerhafte Beziehung schafft. Ihr seid ja hier auch sehr auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet, auf Kontinuität. Diese Person wird es erreichen. Also entweder mit dieser Person oder als diese Person. Aber ich sehe hier, dass diese Person erfolgreich sein wird. Was bedeutet die Prinzessin der Stäbe? Hier zeigt sich ein Prinz der Schwerter, ein Prinz der Stäbe, also zwei Prinzen.
wahrscheinlich die gleiche Person. Vielleicht hast du es mit Wassermann oder Schütze zu tun. Oder eben mit einem anderen Feuerzeichen oder einem anderen Luftzeichen. Diese Person kann theoretisch auch jedes andere Sternzeichen haben, aber ist dann halt von dieser Energie in dieser aktuellen Dekade erfasst, inspiriert. Aber ich sehe hier schon eine andere Person. Diese Wassermann- oder Schütze-Person wäre wahrscheinlich auch jünger als ihr oder zumindest ein bisschen unreifer aktuell. Vielleicht sind das auch Arbeitskollegen oder Arbeitskollegen, die vielleicht auch jünger sind, also Auszubildende oder die einen Rang unter euch stehen. Oder eben in manchen Fällen kann der Prinz auch für Kinder stehen, ne? Für einen Sohn oder eine Tochter. Je nachdem, um welches Thema es sich gerade bei euch handelte und je nachdem, was ihr hier stabilisieren, nachhaltig festigen wollt. Aber ich sehe hier einfach Erfolg. Ne? Auch also ich habe ja hier auch gesagt, dass ihr euch verlieben könntet. Das könnte diese Person auch sein. Und dann sehe ich jedoch das Potenzial, auch wenn es Liebe auf den ersten Blick ist und euch wie ein Schlag trifft, könnte das hier sich zu einer langfristigen Beziehung weiterentwickeln. Auch wenn das hier wirklich am Anfang ein bisschen oberflächlich anfängt. Ne? Also ihr werdet euch, wenn ihr euch trefft, irgendwie jünger fühlen, ne? Verjüngt fühlen. Hier haben wir eure Karte, den Kaiser. Ja, du willst dein eigenes Reich schaffen. Du willst dir etwas stabilisieren. Du möchtest Ordnung, Festigung und neue funktionierende Strukturen aufbauen. Und du glaubst an dich, du hast ein gutes Selbstwertgefühl, was sich im Laufe dieser Dekade auch noch weiterentwickeln wird, ne? Weiter ausprägen wird. Du wirst auch sehr stolz auf dich sein. Ich sehe hier noch mehr Erfolg, handfesten Erfolg, der dir auch irgendwie auch Macht und Einfluss bringen kann. In Beziehungsthemen ist es auch eine sehr wichtige Karte, die von einer langfristigen Beziehung sprechen kann. Also es unterstützt meine Überlegung, dass hier diese Person, die du kennenlernen wirst und in die du dich verlieben wirst, dass sich das hier wirklich als eine sehr langfristige Beziehung herausstellen kann. Löwe, Feuerzeichen. Löwe kommt hier nochmal raus. Aber das ist nur ein Indiz, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja. Hier das Streben. Ehrgeiz, der sich in dir entwickelt. Dieser Ehrgeiz, der kommt aus deiner sozialen Umgebung heraus. Ne? Du bekommst hier öffentliche Anerkennung. Und dem möchtest du auch weiterhin gerecht sein. Das facht deine Energie an. Davon möchtest du jetzt auch ein bisschen mehr. Ne? Und du bist hier auch bereit, dich zu behaupten. Das motiviert dich richtig. Das gibt dir hier neuen Aufschwung. Natürlich kann das hier auch, diese Karte hier auch mit der Person zu tun haben, der du begegnen wirst. Und da zeigt sich dann der Wunsch, den anderen für sich zu erobern. Ne? Hier Eroberungslust, Eroberungsfreude, dass diese Person ein Feuer in dir entfacht. Vielleicht gibt es hier auch kleine Blockaden. Vielleicht gibt es hier auch ein paar Hindernisse, diese Eroberungslust Ausdruck zu verleihen. Könnte temporär der Fall sein. Aber versucht das dann einfach nicht so schwer zu nehmen.
Ich sehe hier grundsätzlich viel Erfolg und vielleicht muss man hier ein bisschen Geduld aufweisen. Und Geduld ist ja auch nicht unbedingt die Stärke von Widder. Aber Durchhaltevermögen, ne? Ja, super. Hier zeigt sich hier auch eine Widderkarte. Ja, du möchtest hier wirklich weiter vorankommen. Du möchtest, dass alles gut funktioniert. Du möchtest einfach Ordnung und Struktur aufbauen. Du möchtest, dass deine Pläne funktionieren. Du hast hier ganz konkrete Zielvorstellungen, Zielausrichtungen. In Bezug auf deine Mitmenschen bist du auch sehr auf ein gutes Teamwork konzentriert. Du hast hier auch Erwartungen an deine Umwelt. Du möchtest, dass es reibungslos funktioniert. Ja, und du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein über die Weiterentwicklung. Hier kommen ja neue Erkenntnisse rein, hatte ich dir ja gesagt. Eine Sache erhält sich. Und vor allem zeigt sich hier das Aeon. Ab dem 5. Februar, da ist ja der Vollmond. Nach dem 5. Februar, ab diesem Tag, kann sich diese Angelegenheit, um die es hier geht, wird hier sehr stark aufblühen. Irgendwas entwickelt sich auf überraschende Art und Weise, zeigt nochmal eine andere Gestalt. Das könnte dich auch überraschen, wie sich etwas entwickelt, aber es blüht auf, ne? Es nimmt eine neue Form an und verschafft sich einen neuen Raum. Es könnte eine Beziehung sein oder eben ein Projekt, ein Vorhaben, ein Wunsch, eine Angelegenheit oder eine Facette deiner Persönlichkeit, ne? Je nachdem. Oder mehrere Dinge davon. Ist ja auch manchmal so wechselwirkend. Das hat auch etwas mit dieser Erkenntnis zu tun. Plötzlich wird dir dadurch, wie sich eine Sache, auf die Art und Weise, wie diese Angelegenheit aufblühen wird dir die Wesensnatur dieser Sache auch irgendwie bewusster und du lernst es besser zu verstehen. Besser zu verstehen, was da eigentlich entstanden ist. Ich sehe das aber auf jeden Fall, dass es was sehr Schönes sein wird, ne? Und dass das deinen Wünschen, deinen Zielen und Vorstellungen entsprechen wird. Also richtig gut, richtig gute Dekade für dich, lieber Widder. Also es wird sich hier sehr positiv weiterentwickeln. Ich habe beim Vormischen, gab es hier sind zwei Karten rausgefallen für das Mondorakel. Ich bin sehr gespannt, was das Mondorakel nochmal ergänzend sagen möchte. Ja, hier einmal nochmal ein Hinweis auf Löwe. Aber unabhängig davon steht diese Karte für Selbstvertrauen. Ja, hier der Kaiser auch, ne? Zeig Selbstvertrauen. Das ist dein Schlüssel zum Erfolg. Das ist überhaupt der Schlüssel zum Erfolg, aber besonders für dich natürlich auch in dieser Dekade. Und was haben wir hier noch? Anpassung ist gefragt. Ja, ich glaube, manchmal spurten die Leute nicht so, wie man es möchte. Hier, ne? Das könnte auch hier dein Ehrgeiz entfachen, aber andererseits eben auch Geduld von dir abverlangen. Deswegen Anpassung ist gefragt. Manchmal ist nicht alles sofort möglich, aber dauerhaft gesehen sehe ich hier definitiv viel Erfolg und Stabilisierung bei dir, lieber Widder. Ja, lieber Widder, ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche neue Dekade mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen und Begegnungen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.